Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ilovekuba.de und heute schauen wir uns mal ein Rezept an von HelloFresh, die kubanische Bowl. Bei HelloFresh bekommt man ja soweit alle Zutaten bereits zugeschickt, die man braucht. Hier haben wir jetzt erstmal ein paar Kräuter, Lauchzwiebel, Mango, Basmati-Reis, Kirschtomaten, eine Avocado, ja, eine Limette und eine Zwiebel, eine Chilischote, Knoblauch, schwarze Bohnen, ja, dennoch Curry und Gemüsebrühe, und Joghurt. Ja, das Ganze fängt erstmal damit an, dass wir die Zwiebel zurechtschneiden, also die Zwiebel abziehen und dann halbieren und klein würfeln. Dann kommen die Zwiebeln in einen Topf und werden glasig angebraten. Hier habe ich sie mal in einen kleinen Topf getan. Ja, wir geben noch etwas Currypulver hinzu. Und rühren das Ganze dann nochmal ein wenig um. In der Zwischenzeit habe ich den Reis mit Wasser gewaschen und gebe hier jetzt zu den Zwiebeln 600 Milliliter Wasser hinzu und die Gemüsebrühe. Bei HelloFresh sind die Zutaten aufeinander abgestimmt. Soll heißen, im Grunde genommen wird alles verwendet und ja, so gut wie nichts weggeschmissen schlussendlich. Das ist auf jeden Fall ein positiver Fakt, wenn denn alle Zutaten verwendet werden. Ich kann schon sagen, wir haben an der Stelle nicht alle verwendet, denn meine Frau mag es nicht scharf. Demzufolge haben wir die Chili nicht verwendet, die Chilischote. Ja, wir haben jetzt hier noch etwas Salz und Pfeffer hinzugegeben und dann den gewaschenen Reis. Den Reis dann nochmal unterheben, unterrühren und dann bei ungefähr 10 Minuten köcheln lassen bei niedriger Hitze. Das war für mich jetzt tatsächlich auch etwas neu, denn wir haben wir haben einen Reiskocher und normalerweise kochen wir unser Reis im Reiskocher, aber ich sag mal, das ist jetzt auch nicht so schwer, weswegen wir das jetzt auch so gemacht haben, wie es im Rezept steht. Ja, an der Stelle habe ich auch mal die Position gewechselt, denn der Reis, der braucht es nicht so heiß, die Pfanne schon. Hier gebe ich jetzt die schwarzen Bohnen hinzu, die wurden vorher mit einem Sieb vom Wasser getrennt sozusagen. Und dann kommt noch Knoblauch hinzu. Den kann man zuschneiden oder wie wir es jetzt hier machen mit der Presse. Dann noch ein paar Kräuter, Basilikum und Petersilie. Und dann wird das Ganze noch mal so 2, 3, 4 Minuten angebraten. Die Bohnen sind an sich eigentlich auch schon fertig. Werden an der Stelle also einfach nur noch mal erhitzt und mit dem Knoblauch und den Kräutern vermengt. So, dann runter von der Kochstelle, wenn es dann heiß genug ist. Das zieht ja noch ein bisschen nach. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Salsa. An der Stelle muss ich sagen, wir haben mit der Zutatentüte etwas zu lange gewartet.
Wir hatten die Avocado, also an sich hatten wir alles schon ungefähr eine Woche im Haushalt, weswegen die Avocado schon sehr reif ist und auch die Mango. Im Rezept hieß es dann in Würfeln schneiden, das war bei den beiden Sachen jetzt nicht mehr möglich, denn das wurde dann halt direkt ein Brei. Selbst das normale Lösen der Mango war auch nicht mehr möglich, das Fleisch war schon zu weich. Dann noch etwas Limettensaft hinzugeben. Auch Salz und Pfeffer. Und dann nochmal umrühren, schön vermengen miteinander. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Spoiler, hat auch gar nicht so schlecht geschmeckt. So, hier ja, machen wir jetzt noch mal eine Joghurt-Salsa zusätzlich, einen Dip sozusagen. Die Lauchzwiebel schneiden wir klein. Normalerweise wäre hier jetzt auch noch Rucola dabei. Aber ich habe es schon erwähnt, wir haben leider zu lange gewartet mit den Zutaten, weswegen der Rucola nicht mehr gut war. Aber das hat jetzt dem Rezept bzw. dem Gericht selbst jetzt auch nicht geschadet. Wie schon gesagt, es hat auch so sehr gut geschmeckt, tatsächlich. Ja, Tomaten noch dazu halbieren und in die Schüssel geben. Dann noch den Joghurt mit Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken, umrühren. Und dann haben wir den Dip auch fertig. So, dann haben wir hier den Reis. Der hat nochmal schön durchgezogen, das nach den 10 Minuten köcheln lassen, runter von der Hitze und nochmal 10 Minuten ziehen lassen. Dann ist der genau richtig. Und ja, dann entsprechend servieren. Und mal ein bisschen was fürs Auge schaffen. Schwarzen Bohnen und die Salsa und schlussendlich dann den Joghurt-Dip. Auf jeden Fall brauche ich ein extra Licht, das fällt mir jetzt schon auf. Das wird noch eine zukünftige Anschaffung. So ist im Vergleich ja meine Bowl, aber wie gesagt, sie hat dennoch geschmeckt und ich hoffe, euch hat es gefallen.